Schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Wir schauen, was der Tag so mitbringt an Infos. Die Selbstliebe hat sich umgedreht. Die Vergebung. Im Prinzip ist es so, mit Vergebung haben viele ihre Probleme. Es gehört für mich jetzt, es ist nur meine Meinung, jeder kann eine andere haben, einfach als Erleichterung dazu, wenn ich sage, komm, lass gut sein. Was bringt mir das, mich selbst zu sabotieren, wenn ich mit Schuld von anderen irgendwie mich täglich beschäftige oder auch vielleicht mit meiner eigenen Schuld. Manchmal gehört es auch dazu, sich selbst zu vergeben. Man kann die Dinge ja nicht mehr ändern. Wir gucken mal, was wir noch kriegen. Okay, die Freiheit. Man könnte hier vielleicht sagen, dass man schon ein Stück weiter wäre, persönlich freier wäre, wenn wir diese zwei Punkte eben mehr berücksichtigen. Und es würde vielleicht uns auch selbst besser gehen, oder wir könnten harmonischer leben, das Umfeld harmonischer gestalten. Zur Harmonie, die hierher gehört, gehört eben dieses Stückchen Freiheit, sich rauszunehmen, sich selber auch nicht böse zu sein, den anderen nicht böse zu sein. Bei mir hat es jahrelang gedauert, bis ich das verstanden habe, warum ich vergeben soll. Ich renne da ja nicht hin und schüttel die Hand und sage, ja, hier hast du meine Entschuldigung, sondern das ist ja was man im Innern so stehen lässt. Das Gleichgewicht fehlt noch oder fällt auch noch. Hier möchte sich so ein Zyklus anzeigen, wo du irgendwas abgibst, ne? Wo du sagst, hier, ich beschäftige mich vielleicht viel mit Schuld oder mit dem Thema nicht vergeben können, und da möchte etwas in eine andere Balance und auch in eine andere Leichtigkeit. Wir gucken mal, was die Lennys noch drauf sagen. Das Gleichgewicht, das ist ja etwas, an dem haben wir schon viel gearbeitet, aber es hat uns eventuell noch nicht so richtig in die Freiheit und die Leichtigkeit gebracht. Es kann ja auch um ein Gleichgewicht zwischen Beruf und Privatleben gehen oder aus einem beruflichen Aspekt irgendwo herkommen. Auf die Vergebung fällt jetzt hier die Brücke. Vielleicht ist es angenehmer oder würde sich das für uns angenehmer gestalten, ja, wenn wir irgendwie so sagen, okay, wir gehen von einer Seite auf die andere, wir wechseln unseren Standpunkt, wir gucken, dass wir persönlich dieses Mittel für uns benutzen, dass es uns zur Brücke wird, dass wir ein Gleichgewicht kriegen. Ja, die Selbstliebe hier haben Aspekte, die kommen aus dem Bereich, wo man alleine ist, sich getrennt fühlt, wo man Mauern um sich herum gebaut hat, wo man vielleicht auch niemanden mehr an sich heranlässt, aus Angst vor Verletzung oder so. Einerseits eine gute Sache, andererseits begrenzt es einem, weil wir kriegen hier natürlich auch nicht etwas zurück. Okay, dann haben wir eine Lösung, die zur Freiheit führt. Das ist schon mal gut. Ja, und die auf dem längeren Weg und bei unseren Wurzeln, bei allem, was hier Wachstum braucht, mehr Harmonie für uns möglich macht. Kann hier, wie gesagt, auch eine berufliche Situation sein oder, sagen wir mal, den Selbstständigen hier gelten.
Es braucht vielleicht noch ein bisschen Aufklärung, wo die Leichtigkeit herkommen kann. Aber hier unten haben wir mit dem Haus das Umfeld. Ne? Wir haben den Bereich, der uns auch schützt, wo unsere Grenzen sind. Und die Lösung, die hier kommt, die ist auch auf einem guten Fundament wiederum zu finden. Ich möchte gerne mal die Healing Cards noch dazu, weil das Thema ja doch sehr eigen ist. Ich weiß nicht, aber ich glaube, der Prozess der Selbstliebe, das wird uns immer wieder mal übermannen, gerade auch dann, wenn wir gedacht haben, da sind wir schon sehr viel weiter. Es gibt ja auch immer wieder Verletzungen, ne? Du kannst vergeben, am nächsten Tag verletzt dich wieder irgendetwas. Ne? Wir kriegen hier gesagt, verstärkt auf die Intuition hören, nicht so viel im Kopf sein. Vielleicht sagt dem einen oder anderen die Intuition auch, dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist zu vergeben. Das mag sein. Ne? Den Zeitpunkt bestimmt natürlich auch jeder selber. Vielleicht sagst du Nein dazu im Moment. Du kannst es dir nicht vorstellen. Und wenn du sagst, nein, das geht jetzt im Moment gar nicht, dann geh mal über das Gefühl mehr rein, anstatt über den Kopf. Vielleicht sind es auch so verneinende Aspekte in uns selber, ne? Dass wir einfach sagen, ich habe keine Lust mehr auf irgendwas zu erarbeiten. Ja, hier unten haben wir noch ein Thema. Verletzlichkeit ist deine Stärke. Und es geht hier darum, Grenzen zu überwinden. Die Grenze zu setzen, haben wir auch mit dem Haus. Ne? Da bestimmst du, wer geht über deine Grenze. Und es ist auch Selbstliebe, wenn du sagst, nee, hier ist meine gute Grenze, hier latscht mir keiner mehr drüber. Und ich lasse mich hier auch nicht verletzen, sodass ich mich immer mehr zurückziehen muss. Okay, dann nehmen wir noch einen Engel für die Legung. Der Engel der Zeit, das ist jetzt sehr passend, denn das hatten wir ja gerade erwähnt. Sowas, das bestimmt man einfach selber, wenn man da dazu in der Lage ist, das auch von Herzen zu machen. Ich meine, man kann vergeben halbherzig, aber dann bringt es nichts. Okay, gehe sorgfältig mit deiner Zeit um, denn sie ist kostbar. Nimm dir bewusst Zeit und genieße den Moment, denn der Augenblick gehört dir ganz allein. Momente des Innehaltens erinnern uns auch daran, was wichtig ist im Leben. Ein Spaziergang in der Natur, eine Kaffeepause, kleine Auszeiten. Dass wir das immer wieder einbauen, dass wir hier auch im Gleichgewicht bleiben. Ja, Zeit für dich selbst steht hier dann noch als kleiner Hinweis. Also bringe irgendwie dein Tun und deine Freizeit und dein Ausruhen in ein Gleichgewicht. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare Zeit heute. Ich drücke euch und bis morgen.